Heute wollen wir uns die 10 häufigsten Gründe für die Ablehnung eines Manuskripts ansehen. Die meisten davon sind Fehler beim Schreiben. Fehler, die wir also vermeiden können. Es passiert immer wieder, dass ein Manuskript vom ersten oder auch zweiten Journal abgelehnt wird, bei dem wir es einreichen. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Einige sind vermeidbar und die wollen wir uns heute anschauen. Dazu muss man noch wissen, dass die Editoren entscheiden, ob ein Manuskript überhaupt an die Reviewerinnen geht. Manchmal wird es auch gleich abgelehnt und kommt postwendend zurück. Also auch hier ist der erste Eindruck entscheidend. Es ist ein Plagiat oder Duplikat eines anderen Artikels. Das ist ein ethischer Verstoß und führt natürlich zur Ablehnung des Manuskripts. Was sich aber auch nicht gut macht, ist mehr oder weniger die gleiche Einleitung für verschiedene Artikel zu einem ähnlichen Thema zu verwenden. Man hält sich nicht an die Anleitung für Autoren und schreibt ein unvollständiges, schwer verständliches oder sprachlich ungenügendes Paper. Oder das Abstract passt nicht zum Rest des Papers. Oder man beschreibt einen Teil der Methoden in den Resultaten und ein paar Resultate erst in der Diskussion. Das führt unter Umständen aber nicht gleich zur Ablehnung des Manuskripts. Man erhält hier vielleicht die Möglichkeit nachzubessern. Haltet euch wirklich an die Anleitung und achtet auf eine saubere Struktur. Die Forschungsfrage oder die Ergebnisse sind nicht originell genug. Das ist ein schwieriger Punkt. Denn einerseits ist nicht jede Forschungsfrage natürlich total neu und andererseits braucht es auch Replikationsstudien. Das ist auch nichts, was man jetzt beim Schreiben noch ändern könnte. Meistens führt es einfach dazu, dass man sein Manuskript bei einem etwas weniger bekannten Journal unterbringen muss. Das Ziel der Studie ist nicht klar formuliert. Beschreibt in der Einleitung, was der momentane Wissensstand ist und zeigt die Wissenslücke auf. Da sollte eure Studie ansetzen und die offenen Fragen zu beantworten versuchen. Daher beschreiben die letzten Sätze der Einleitung eben, was das Ziel eurer Studie ist. Schreibt die Einleitung aber nicht am Anfang, sondern beginnt mit den Methoden oder mit dem Resultateteil. Die Methoden sind ungenügend beschrieben. Spart hier keine Wörter und verweist nicht auf irgendwelche ältere, dubiose Artikel, in welchen die Methode beschrieben sei. Gerade bei klinischen Studien sind die Details hier wirklich wichtig. Und dokumentiert eure Versuche und Studien sorgfältig, das hilft euch später beim Schreiben. Die Stichprobengröße ist zu klein. Das ist kein Fehler, der beim Schreiben passiert, sondern in der Planung. Hier unbedingt eine Stichprobengröße berechnen, wenn ihr einen Versuch plant. Oder erst eine Pilotstudie durchführen. Die statistische Auswertung ist nicht korrekt oder die Ergebnisse werden nicht sauber beschrieben. Das lässt bei jeder Reviewerin Zweifel an der ordentlichen Durchführung eurer Studie aufkommen. Hier unbedingt eine Statistikerin hinzuziehen, vielleicht die gleiche, die ihr schon bei der Planung hattet. Es wurden keine Guidelines verwendet. Das ist kein Grund für eine Ablehnung an sich, aber da die Guidelines ja dazu da sind, dass man beim Schreiben eben keine Punkte vergisst, ist die Verwendung von Guidelines schon hilfreich. Manchmal ist es auch vom Journal so verlangt. Die Resultate werden überinterpretiert und die Limitationen der Studie sind nicht gut beschrieben. Bettet eure Resultate gut ein in das, was bereits aus der Literatur bekannt ist. Und stellt keine wilden Spekulationen an, wozu eure Ergebnisse alles führen könnten. Seid ehrlich bei den Limitationen. Es gibt immer Dinge, die nicht optimal geplant waren oder nicht optimal gelaufen sind. Unpassende oder veraltete Referenzen machen sich natürlich auch nicht gut. Bittet die Bibliothekarin eures Vertrauens allenfalls um Mithilfe. Habt ihr weitere Gründe genannt bekommen, warum euer Manuskript abgelehnt wurde? Dann schreibt sie doch unten in die Kommentare. Und zum Schluss noch ein Fun Fact. Manuskripte, die am Wochenende eingereicht wurden, wurden häufiger gleich vom Editor oder der Editorin abgelehnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.